Voilà und herzlich willkommen zum Briefing für das Swiss Cycling Alpenbrevet 2025. Schön, dass ihr dabei seid. Bei einem der traditionsreichsten und spektakulärsten Radmarathons der Alpen. Seit 1978 führt das Alpenbrevet über die schönsten Alpenpässe der Schweiz. In diesem Briefing erhält ihr alle wichtigen Informationen zum diesjährigen Swiss Cycling Alpenbrevet. Ein herzliches Dankeschön geht an alle unsere Partner, die das Alpenbrevet unterstützen und möglich machen. Ohne sie wäre ein Event in dieser Dimension nicht möglich. Unsere beiden Standorte sind Andermatt und Ulrichen. Andermatt liegt mitten im Herzen der Alpen und ist von bekannten Pässen umgeben. Ulrichen im Goms ist ein echtes Bikeparadies und der Startort der Bronzetour. Viele von euch reisen mit dem Zug an. Ab Göschenen bringt euch die Matterhorn-Gotthardbahn in 10 Minuten hoch nach Andermatt. Am Freitag, 5. September, fahren Spezialzüge nach Andermatt. Bitte nutzt möglichst diese Verbindungen. Ihr benötigt dafür ein reguläres Ticket für euch und euer Fahrrad. Wer von Fiesch her anreist, erhält die Möglichkeit, am Samstagmorgen um 4:00 Uhr einen Extrazug direkt nach Andermatt zu nehmen. Die Anreise per Auto. In Andermatt gibt es eine limitierte Anzahl Parkplätze. Bildet Fahrgemeinschaften und lasst die Autos nach Möglichkeit bei euren Unterkünften stehen. Der Parkeinweisung ist Folge zu leisten. Die Parkplätze in Andermatt sind kostenpflichtig. Campingplätze direkt beim Eventgelände sind sehr beschränkt. Sie sind nur für kleine Camper bis 6 Meter gedacht und können nicht reserviert werden. Weitere Stellplätze gibt es zum Beispiel in Zumdorf, auf dem Oberalppass oder in Realp. Das Herz des Alpenbrevet schlägt im Event Village Andermatt. Hier findet ihr den Check-in, die Startnummernausgabe, Partnerstände, Verpflegung sowie den Start- und Zielbereich. Alles ist zentral gelegen, gut ausgeschildert und zu Fuß schnell erreichbar. Bitte folgt vor Ort der Signalisation und den Hinweisen der Helferinnen. Die Bronzetour startet in Ulrichen. Mit dem Zug erreicht ihr Ulrichen via Visp und Matterhorn-Gotthardbahn oder über den Furka-Tunnel von Andermatt her. Für Autofahrer gibt es genügend kostenlose Parkplätze, die vor Ort zugewiesen werden. Die Event-Location befindet sich beim Nordisch Zentrum Goms. Die Wege vom Bahnhof bzw. vom Parking sind kurz und barrierefrei. In Andermatt öffnet der Check-in für alle Touren am Freitag um 16 Uhr und bleibt offen bis 21 Uhr. Am Samstag früh nochmals für die Platin-, Gold- und Silbertouren ab 4:30 Uhr. In Ulrichen ist der Check-in für die Bronzetour zwischen 7:30 Uhr und 8:45 Uhr morgens geöffnet. Bitte weist eure Anmeldebestätigung vor oder nennt uns eure Startnummer, welche wir euch im Vorfeld per Mail zukommen lassen werden. Zusätzlich könnt ihr beim Check-in die Schlüssel für gebuchte Unterkünfte sowie die Armbänder für bestellte Pasta-Party und/oder Frühstücksteilnahmen abholen.
Für Teilnehmende der Bronzetour stellen wir einen kostenlosen Gepäcktransport Ulrichen-Andermatt zur Verfügung. Zu beachten gilt, dass das Gepäck unbewacht, gelagert und transportiert wird. Bitte deshalb keine Wertsachen in diesen Gepäckstücken lassen. Bestellte Trikot und Bekleidung von Giordana können nur in Andermatt abgeholt werden. Dies am Freitag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr und am Samstag zwischen 4:30 Uhr morgens und 20 Uhr abends. Die gesamte Swiss Cycling Alpenbröwe Kollektion von Giordana wird zudem am Giordana-Stand neben dem Check-in-Zelt verfügbar sein. Es hat, solange es hat. Am Freitagabend findet in der Event-Location Andermatt die Pasta-Party statt. Für 23 Franken sind ein Menü, Getränk und Dessert inbegriffen. Registration für die Pasta-Party via alpenbröwe.ch. Am Samstagmorgen ab 4 Uhr gibt es dann das Sportlerfrühstück mit Müsli, Früchten, Brot, Kaffee und Saft für 16 Franken. Die Anzahl Plätze ist begrenzt. Meldet euch umgehend an. Wer sich vor Ort spontan für die Pasta-Party oder das Frühstück anmelden möchte, zahlt einen Aufpreis von 5 Franken pro Menü. Außerdem stehen dann nur noch eine sehr beschränkte Anzahl Plätze zur Verfügung. Eure Vorbereitung. Euer Bike muss technisch einwandfrei sein. Achtet besonders auf Bremsen, Bremsbeläge, Reifen und Antrieb. Lichter vorne und hinten sind Pflicht. Beim Start bis mindestens um 9 Uhr morgens sowie abends nach 20 Uhr und natürlich bei schlechter Sicht ist Licht Pflicht. Die Startnummer, welche ihr beim Check-in erhält, wird mit Kabelbindern gut sichtbar vorne am Lenker befestigt. Bitte nicht zuschneiden, knicken oder wickeln. Ansonsten ist keine Zeitnahme unsererseits möglich. Auf den Routen sind Sanität, Rega und Motomarshals unterwegs. Im Notfall ruft ihr bitte die relevante Notfallnummer an. Gerne auch die Eventzentrale informieren, damit wir wissen, was auf der Strecke passiert. Achtung, Behandlungen und Transporte gehen zu Lasten der Teilnehmenden. Ein Tipp unsererseits, ladet euch die Echo SOS App herunter. Dort findet ihr die wichtigsten Notfallnummern sowie Krankenhäuser in eurer Nähe und die Ambulanzorganisationen können euch punktgenau lokalisieren. Regeln auf der Strecke. Wichtiger Punkt. Die Straßen sind nicht abgesperrt. Die Verkehrsregeln gelten jederzeit. Fahrt in einer Kolonne, fahrt nie auf der Gegenfahrbahn und verhaltet euch stets vorbildlich. Radwege und Radstreifen sind zu nutzen und nachfolgenden Fahrzeugen ist Platz zu machen. Anweisungen von Polizei, Officials und Motomarshals sind unbedingt zu befolgen. Wer gegen Regeln verstößt, riskiert eine Disqualifikation. Kein Littering, kein Abfall auf der Strecke. Respektiert bitte die schöne Schweizer Alpenwelt. Zur Platin-Tour. Startzeit ist um 5:45 am Samstagmorgen. Wir werden dies im Massenstart durchführen. Der Streckenabschnitt Andermatt bis Wassen findet neutralisiert und somit ohne Zeitmessung statt. Die Gruppe wird von Motomarshals angeführt. Überholen der Motomarshals ist verboten und es gilt Lichtpflicht. Die Kontrollschlüsse sind zu beachten und die Tour entsprechend abzukürzen. Die Zielankunft um spätestens 21:00 Uhr in Andermatt ist zwingend
einzuhalten. Die Gold Tour, ebenfalls im Massenstart um 6 Uhr morgens. Kontrollschluss in Airolo ist 14:00 Uhr. Abkürzung über den Gotthardpass. Zielankunft auch hier spätestens um 21:00 Uhr in Andermatt. Die Silbertour startet um 6:25 Uhr im Massenstart. Die Abfahrt vom Gotthardpass nach Airolo führt bis nach Motobartola über die Hauptstraße, die Kantonsstraße. Danach wird auf die alte Passstraße Tremola ausgewichen, da ein Velofahrverbot besteht. Signalisation vor Ort gilt es zu beachten. Letzte Ankunftszeit in Andermatt 21:00 Uhr. Die Bronzetour in Ulrichen startet in 3 Gruppen um 8:45 Uhr, 8:50 Uhr und 8:55 Uhr. Die ersten Kilometer führen euch nach Westen. Ihr werdet die kleine Ortschaft Geschinen durchfahren und dann in entgegengesetzter Richtung nach Ulrichen, bevor der Aufstieg in den Nufenenpass beginnt. Grund dafür ist unsere Absicht, das Starterinnenfeld in die Länge zu ziehen, damit die Auffahrt Richtung Nufenen stressfreier vonstatten gehen wird. Bitte reiht euch beim Start nach eurem Leistungsniveau ein. Schnelle Fahrerinnen vorne, gemütlichere eher hinten und erst zur Startaufstellung fahren, wenn die jeweilige Tour von den Speakern aufgerufen wird. Die Strecken findet ihr auf der Website alpenbröwe.ch inklusive GPX-Downloads. Achtet unterwegs unbedingt auf die Ausschilderungen und Signalisationen, besonders bei Abfahrten von Verpflegungsposten oder vor Baustellen. Im Routebook, welches ihr ebenfalls auf alpenbröwe.ch findet, findet ihr alle wichtigen und gefährlichen Stellen auf der Strecke pro Tour separat aufgeführt. Auf der Strecke ist jederzeit mit Baustellen zu rechnen. Bei durch Ampelanlagen geregelte Baustellen ist bei Rotlicht anzuhalten, diskussionslos. Vorsicht bei der Anfahrt auf Baustellen. Schilder gilt es zu beachten. Eine verschmutzte Fahrbahn oder eine plötzlich stehende Fahrzeugkolonne vor einem Rotlicht vermindert die Distanz zum Anhalten erheblich. Die Zeitmessung erfolgt über den Transponder in eurer Startnummer. Eine offizielle Rangliste wird es nicht geben. Es geht um das Erlebnis, nicht um ein Rennen. Eure persönliche Fahrzeit könnt ihr online abrufen und sie wird auch auf dem Finisher-Zertifikat zu stehen kommen. Verpflegungsposten gibt es je nach Tour in Disentis, Olivone, Airolo, Ulrichen und Innertkirchen. Dort findet ihr eine schöne Auswahl an diversen Getränken, Winforce-Produkten und Snacks. Toiletten und Samariter sind ebenfalls auf Platz. In Airolo gibt es ab diesem Jahr eine neue Verpflegestation im Centro. Alle Touren fahren diese Station an. Beachtet die Streckenführung eurer eigenen Tour. In Andermatt gibt es einen Servicestand im Event Village. Unterwegs findet ihr an allen Verpflegungsposten eine Self-Service-Station für kleinere Reparaturen. Ersatzteile könnt ihr dort ebenfalls beziehen. Die Zieleinfahrt. Nach der Zieldurchfahrt nehmen unsere Volunteers eure Startnummern ab. Ihr habt dann 3 Optionen. Ihr behält die Startnummer als Erinnerungsstück, ihr tauscht diese gegen ein Finisher-Shirt ein oder ihr erhält das Depot von 10 Franken für die Startnummer zurück.
Alle Teilnehmenden erhalten zudem einen Finisher Bag mit Goodies. Wer eine Medaille bestellt hat, bekommt diese direkt im Ziel. Sie kann auch vor Ort noch gekauft werden. Im Event Village warten Essen, Getränke und die Alpenbräu Bar auf euch. Eure Finisher-Urkunde erhält ihr nach der Zieldurchfahrt per Mail zugestellt. In der Mehrzweckhalle wartet ein kostenloser Massageservice auf euch. Aufgrund großer Nachfrage ist mit Wartezeiten zu rechnen. Auf eure persönlichen Fotos werdet ihr wenige Tage nach dem Event via Sportograph Zugriff erhalten. Damit ist vieles gesagt. Falls ihr aber noch dringende Fragen habt, meldet euch bitte unter info@alpenbrevet.ch. Wir freuen uns riesig auf das Alpenbrevet 2025 und möchten mit euch das gemeinsame Erlebnis und das Genießen unserer Leidenschaft in den Vordergrund stellen. Passt eure Fahrweise den Gegebenheiten an und minimiert das Risiko. It is a ride and not a race. Bis bald in Andermatt.